Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Foto- und Kino-Spaziergang. Heute werde ich ein bisschen über die ICA Trix 311 ein bisschen was erzählen. ICA ist die Abkürzung für Internationale Kamera-Aktiengesellschaft. Diese Firma ist entstanden 1909 nach einer großen Fusion zwischen den Firmen Hüttig, Krüss, Winche, Palmos und Zulauf. Alle 5 Firmen haben sich eben zusammengeschlossen und haben Kameras von ausgezeichneter Qualität produziert. Diese Kamera ist eine Plattenkamera für Profi-Anwendung. Das heißt, die Kamera hat sehr viele Möglichkeiten. Zuerst einmal ist die Standardausführung. Man kann die Kamera aufziehen und das, was ich hier habe, ist jetzt der einfache Auszug. Diese Kamera hat auch einen doppelten Auszug. Das heißt, der wird noch einmal der Balken verlängert. So kann man natürlich an die Objekte sehr nah kommen und klein Gegenstände sehr groß abbilden. Die Kamera ist für Rollfilm 10x13, hat eine seitliche Verschiebung ist möglich, so wie hier, und auch eine Höhenverstellung. Diese Verstellungen, das sind notwendig, um Parallaxen ausgleichen, optische Fehler zu korrigieren oder auch stürzenden Linien gerade zu stellen. Die Kamera hat eine Libelle und auch eine Brillantsucher. Und der Rückwand ist natürlich sehr, sehr großzügig. Die Mattscheibe ist groß und hell und man kann die Objekte sehr genau beobachten. Zu dieser Kamera passen auch die Filter. Nur unsere Vorfahren waren ein bisschen klüger wie wir. Nicht für jede Durchmesser gehabt nur ein einziger Filter, sondern man konnte auch die Filter austauschen, so wie es hier. Eine Klemme und der Filter passt an jede Optik. Einmal klein oder einmal groß. Aber es hat funktioniert. Und wenn man die Kamera ausgetauscht hat, mit einem Filter konnte man mehrere Kameras bedienen. Diese Kamera neben dem doppelten Auszug ist eine sehr, sehr kompakte Ausführung und war natürlich für Profi im Jahr 1915 sehr, sehr wertvoll. Diese Kamera, so wie alle Kameras, die ich habe, haben auch eine Geschichte. Und die Geschichte dieser Kamera ist folgende. Eines schönen Tages ist eine Dame zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe Sie vorige Woche im Fernsehen gesehen. Es war ein guter Beitrag von ORF. Und Sie haben über die Fotoapparate geredet und jetzt bringe ich Ihnen einmal den Fotoapparat von meinem Großvater. Mein Großvater war professionell unterwegs, hat Fotos gemacht für die Schulen, für die Feierlichkeiten. Aber ich habe so viele Fotos, hat sie gesagt, von der Kärntner Volksabstimmung. Er hat von der Kärntner Volksabstimmung Fotos gemacht und hat sie dann als Postkarten verkauft. Diese Fotos, das sind alle Original-Handabzüge vom Jahr 1920. Diese Fotos sind gemacht entweder mit Glasplatten oder mit Planfilm. Und die Verpackungen von damals schauen so aus. Natürlich grafisch oft sehr, sehr schön und gefällig. Die Kassetten schauen üblicherweise so. Es ist eine Kassette. Hier komme ich hinein, der Planfilm oder die Glasplatte wird zugemacht. Man stellt einmal mit diesem Sucher ein, nimmt der Sucher heraus,
legt die Platte hinein und wenn alles eingestellt ist, wird der Schieber herausgenommen, belichtet, Schieber zu, lichtdicht und dann ab in die Dunkelkammer. Natürlich hat man auch eine Belichtungsmesser gebraucht und die Belichtungsmesser seinerzeit waren keine Messer in diesem Sinne, sondern eine Tabelle. Und anhand der Daten, die hier die Tabellen hatte, hat man wieder Zeit und Blende eingestellt und hoffte, dass man die richtige Belichtung erwischt hat. Danke fürs Zuschauen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video.